Hallo, heute sind wir im Haus des Meeres in Wien. Wir befinden uns hier in der neu eröffneten Südgalerie. Über 3 Stockwerke haben wir da die unterschiedlichsten Anlagen. Und jetzt gerade befinden wir uns im ersten Stockwerk, wo es eigentlich am kühlsten ist. Der ganze Raum ist gekühlt, aber nicht nur der Raum, sondern auch die ganzen Becken. Denn wir haben Tiere hier, die es besonders kalt brauchen. Zum Beispiel angefangen hier mit den unterschiedlichen Titicaca-Riesenseefrösche, eine total spannende Froschart. Sie haben die Augen nach vorne gerichtet, sind eigentlich die typischen Jäger, die auch mal kleinere Tiere aktiv jagen und fressen. Und total spannend für die Titicaca-Riesenseefrösche ist, dass sie eigentlich ein ganzes Leben lang unter Wasser verbringen. Also sie gehen nie an Land und brauchen auch nicht an die Oberfläche gehen, um Luft zu schnappen. Denn das Ganze nehmen sie über die Hautfalten auf. Sie werden im Englischen teilweise sogar als Skrotum bezeichnet, denn diese Hautfalten, diese überschüssige Haut schaut ein bisschen aus wie ein Hodensack. In unserem größten Becken hier unten sind ganz viele Regenbogenelritzen, aber das ist eigentlich nur ein Beibesatz. Das eigentliche Tier selbst, das ist eine kleine Überraschung. Da sind wir gerade an einem richtig tollen Projekt dran, aber verraten tun wir das jetzt noch nicht. Und für die Axolotl-Fans sind wir hier bei den letzten 2 Aquarien genau richtig, denn wir haben einerseits hier das typische Axolotl, wie wir es eigentlich auch aus der Haltung kennen, eben nur in der Ursprungsform, so wie sie wirklich in der Natur leben. Ambystoma mexicanum, und dann haben wir noch eine andere Querzahnmolchart hier, der Ambystoma dumerili. Total spannend, die ganze Geschichte dahinter ist auch total spannend, aber ich glaube, das hat ein einzelnes Video verdient. Direkt hinter mir sehen wir jetzt auch die Segelechsen, die erstmals in einem deutlich größeren Terrarium hier eingezogen sind. Warum Segelechse? Die männlichen Tiere haben dieses riesige Segel an der Schwanzbasis und man kann sie dementsprechend super leicht von den weiblichen Tieren unterscheiden. Schon kurze Zeit nachdem sie hier eingezogen sind, haben sie sich von ihrer reproduktionsfreudigen Seite gezeigt und wir haben dementsprechend viel Nachwuchs hinter den Kulissen. Eine Anlage direkt daneben haben wir endlich die Krokodiltheus wieder in die Ausstellung geholt und die haben ein schönes Terrarium, so wie noch nie zuvor, mit dementsprechend vielen Rückzugsmöglichkeiten, Klettermöglichkeiten und einem riesigen Becken, wo sie auch schwimmen können. Besetzt ist das auch zusätzlich mit einer Fransenschildkröte, aber das eigentliche Highlight sind und bleiben unsere Krokodiltheus. Hier auf der obersten Etage haben wir eigentlich das wilde Afrika. Und direkt hinter mir sieht man sozusagen die Erdmännchen unter den Reptilien. Das ist Smaug giganteus, der Riesengürtelschweif, der ihnen eine vergleichbar ähnliche Art und Weise des Lebens hat wie eben auch Erdmännchen. Sie leben vom Frühling bis Spätherbst oberirdisch und die restliche Zeit verbringen sie unterirdisch, während dem Winterschlaf. Und ansonsten verstecken sie sich irgendwo bei diesen Höhlen und bei Gefahr ziehen sie sich sofort zurück und verschwinden. Total spannende Tiere, unfassbar interessante Tiere von der Lebensweise her und gut ausschauen tun sie auch noch. Wenn wir ein paar Meter weiter gehen, dann müssten wir ein bisschen zwischen die Spalten schauen. Da haben wir nämlich unsere Spaltenschildkröten sitzen. Das ist auch eins unserer neuesten Terrarien hier. Alles fast auf Augenhöhe sieht man eben, wie sie sich da in diese kleinen Spalten reingequetscht haben. Da haben wir aktuell 4 Tiere drin sitzen. Im Englischen werden sie auch Pancake Tortoise genannt, weil sie eben flach wie ein Pfannkuchen sind. Und das total Spannende für eine Schildkröte ist, schaut einmal, wie weich dieses Plastron, dieser Bauchpanzer ist.
Ja, und auch der Rückenpanzer der Carapax ist nicht steinhart, sondern sie schaffen es so, sich eben auch in kleine Ritzen reinzudrängen, wo eigentlich ein starrer Panzer von Nachteil wäre. Auch ziemlich lustig, das ist leider bei uns jetzt nicht so sichtbar, aber die Spalten müssen nicht immer horizontal sein, sondern dürfen auch mal quer liegen. Und auch da findet man in der Natur sehr wohl manchmal eine Schildkröte schräg irgendwo eingeklemmt. Und ja, wenn die Tiere dann tief Luft nehmen und sich aufpusten, dann wird sich auch dieser Bauchpanzer leicht auswölben und dann hat man wirklich Probleme, die Tiere rauszubekommen. Total faszinierende und spannende Tiere. Und hier zu guter Letzt etwas großräumig, aber Reptilien bekanntermaßen haben es ja nicht unbedingt gerne, wenn sie vergesellschaftet werden, sondern haben in der Regel immer lieber ihre Ruhe und sitzen alleine. Wir haben hier ein einzelnes Männchen sitzen, das Weibchen ist gerade hochträchtig und kurz vor der Eierplage und wurde dementsprechend wieder hinter die Kulissen gesetzt, damit sie einfach in der Zeit ruhig ist, in Ruhe ablegen kann, ohne dass sie da miteinander streiten und rivalisieren. Ja, das Chamäleon nemarkensis auf schlau oder Wüstenchamäleon genannt auf Deutsch, ist eine super schwierig zu haltende Art, weil sie eigentlich an extreme Wetterbedingungen angepasst sein muss. Ja. Es wird manchmal unglaublich warm, unglaublich trocken, es gibt große Schwankungen in der Wüste und das gilt es einfach hier in der Haltung zu simulieren, da diese krassen Temperaturschwankungen nachzuahmen. Und für uns extrem erfreulich ist, dass es auch schlussendlich mit der Nachzucht geklappt hat. Wir haben nämlich rund ein halbes Dutzend Jungtiere hinter den Kulissen sitzen, die aktuell 2 cm groß sind und noch einige Zentimeter wachsen müssen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.